Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich zum Abschluss eines langen Gipfels in Brüssel darauf geeinigt, die Rückführung von Asylbewerbern in Drittländer außerhalb der EU zu verlagern. Die umstrittenen Vorschläge stellen eine wichtige, härtere Wende in der EU-Migrationspolitik dar. Die EU-Länder wollen sich vor allem auf die Abschiebung von Asylbewerbern konzentrieren, deren Anträge abgelehnt wurden. One of the main discussion points was a common approach to returns. Today, we see that all those who have no right to stay in the European Union, only 20% of those who have a return decision really are returned to their countries of origin. Die Staats- und Regierungschefs erörterten auch mögliche Reaktionen auf hybride Angriffe durch Russland und Belarus, die Migranten an die Grenze Finnlands und kürzlich auch Polens gebracht haben, um diese Länder zu destabilisieren. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat als Reaktion auf das Vorgehen von Belarus vorgeschlagen, das Recht auf Asyl, einen Eckpfeiler des internationalen Flüchtlingsrechts, auszusetzen. A completely different situation is the pressure that Poland is experiencing at the eastern land borders. And before Poland, it was Finland, it were the Baltic states. What we see is that Putin and Lukashenko are exerting pressure on us, trying to undermine our security and our territorial integrity. These are hybrid attacks by state actors. And therefore, Poland and other member states need to be able to protect our union from these hybrid attacks. What's clear is this is a whole new world for asylum policy and the European Union. What's not clear is how these return hubs will actually work. In particular, what happens to those asylum seekers who have had their claims denied when they're sent to third countries, and can their basic rights under international law be guaranteed? Shona Murray, Euronews, Brussels. Drohnenaufnahmen, die vom israelischen Militär veröffentlicht wurden, sollen die letzten Momente im Leben von Hamas-Chef Yahya Sinwar zeigen. Ein Mann sitzt in einem durch Beschuss zerstörten Raum auf einem Stuhl. Sein Gesicht ist verdeckt, offenbar um seine Identität zu schützen. Als die Drohne näher kommt, greift der Mann nach einem Stock und wirft ihn in Richtung Drohne. Der israelische Militärsprecher, Flottillenadmiral Daniel Hagari, erklärte, das Militär habe daraufhin eine weitere Granate abgefeuert, die das Gebäude zum Einsturz brachte und Sinwar tötete. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus, doch die Anhörung diese Woche wird entscheidend für den Open-Arms-Prozess gegen Matteo Salvini, den Vorsitzenden der rechtspopulistischen Liga. Die italienische Staatsanwaltschaft hat eine Haftstrafe von 6 Jahren gefordert. Salvinis Anwältin Giulia Bongiorno wird ihr Schlussplädoyer halten und Salvinis Unschuld beteuern. Vor einigen Tagen veranstalteten Mitglieder der Patrioten für Europa in Pontida eine Kundgebung, um Salvini zu unterstützen. Seine Anhänger haben Unterschriften gesammelt und eine Gruppe von Liga-Mitarbeitern plant, am Freitag in Palermo auf die Straße zu gehen, um ihre Unterstützung zu zeigen. Wir haben mit einer dieser Unterstützerinnen gesprochen. Abbiamo deciso di accompagnarlo perché riteniamo che il processo sia un processo politico e quindi come partito politico riteniamo di far vedere agli italiani che il partito sostiene il nostro segretario federale Matteo Salvini e soprattutto far capire come spesso la magistratura strumentalizzi alcuni episodi a fini esclusivamente politici. Der ehemalige Innenminister ist wegen Entführung angeklagt, da er sich geweigert hatte, 147 Migranten, die 2019 von der spanischen NGO Open Arms gerettet wurden, in Lampedusa von Bord gehen zu lassen. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass gemäß dem Saar-Übereinkommen jeder Person in Seenot geholfen und ein sicherer Ort zur Verfügung gestellt werden muss. Zudem wird dem Minister vorgeworfen, diese Entscheidung zu seinem politischen Vorteil getroffen zu haben. Noi assolutamente consideriamo questa un'assoluta provocazione. Noi pensiamo esattamente che Matteo Salvini
ha esercitato un potere da ministro degli interni, un potere politico, tra l'altro condiviso dalle altre parti politiche che erano al governo con lui, quindi l'assistenza è stata data, i minori sono stati varcati, quindi si vuole fare un processo al partito. Matteo Salvini hat erklärt, dass er sein Handeln nicht bereut und es getan hat, um sein Land zu verteidigen. Bei einer Verurteilung könnte er von einer Ausübung eines Regierungsamtes ausgeschlossen werden. Es könnte jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis dies wirksam wird, da der Vorsitzende der Liga die Möglichkeit hat, gegen die Entscheidung des Richters Berufung einzulegen. Es ist soweit. Der US-Präsident Joe Biden besucht Berlin. Eigentlich wollte er bereits in der vergangenen Woche nach Deutschland reisen, wurde aber vom Hurrikan Milton abgehalten. Auch der Ukraine-Gipfel in Rammstein wurde verschoben. Wird Bidens Besuch die Ukraine der NATO-Mitgliedschaft näher bringen? I mean, I'd be surprised if anything that fundamental was announced after this meeting. I think this meeting is more symbolic. I think it's for Biden to sort of underscore again how important support for Ukraine is, how important the U.S. Engagement with Europe is and U.S. leadership. This has been a major legacy of his presidency, so I think he just wanted to kind of signal that again and set the stage. But really big decisions like the future of Ukraine NATO membership aren't going to happen before November, and also the Europeans are going to have to play a role there. Was könnte die US-Wahl für die Zukunft der NATO bedeuten? The negative scenario under Trump, or even Harris, if you have Harris and a really divided or stuck EU, as we framed it, is a very weakened NATO, because you have a massive security threat in the eastern border of the continent that requires either a really strong US presence or something to change on the European side and for the Europeans to gain capabilities. And if the Europeans don't do that, then you'll have a very weakened NATO right away in 2025 and a very weakened European security, let's put it that way. Was passiert, wenn Kamala Harris Präsidentin der USA wird? And with a Harris presidency, you're looking at a similar result, less dramatic, but by 2027, 2028 as well, because the US simply doesn't have the capacity to stay focused on Europe to the extent that it has. Sicherheitsexperten fordern Europa auf, eine einheitlichere Strategie zur Waffenproduktion zu verfolgen und schwierige Entscheidungen für die Zukunft der NATO schneller zu treffen. Die Einigkeit der NATO-Mitglieder ist für die Ukraine sehr wichtig, betonte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nach einem Treffen mit dem NATO-Chef Mark Rutte. Zelensky hat den westlichen Verbündeten der Ukraine seinen Siegesplan vorgestellt, der Russland dazu bewegen soll, den Krieg durch Verhandlungen zu beenden. Dem Plan zufolge soll die Ukraine schon während des russischen Angriffskrieges NATO-Mitglied werden. Die Zustimmung des Westens ist jedoch eher unwahrscheinlich. Strengthening of Ukraine, it's not only depending on the weapon, this kind or that kind, it depending on the will. If our partners will not lose their unity, we will not lose. This strength. And we will not use that. We will not lose that unity. It's you so can count on important. that. And my message today to Vladimir Putin is that if he thinks we will not. And NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte, dass die Ukraine künftig zur NATO gehören werde. Er wolle aber nicht sagen, wann sie beitreten könnte. %84 of Ukrainians want their country to be a member of NATO. 2.5 years into the full-scale invasion, and the level of this support is not just stable, it's only growing. Ukrainians understand that if they were at NATO, Russia would not have invaded, first in 2014 and then in 2022. NATO repeatedly talked about its open-door policy towards Ukraine, but it did not go beyond that. So even if NATO doors remain open, Ukraine has not been able to enter them. NATO has declared Ukraine will join its ranks and its path to the alliance is irreversible. But it has said Kyiv cannot join while at war and declined to put a timeline on membership.
Kyiv, on the other hand, insists that Ukraine needs NATO to finish and win the war. One of the ideas which has been wildly circulating in the media over the past few weeks is the West Germany model. Now, it entails admitting only those parts of the country into NATO over which Kyiv exercises complete control. Now, it has been 2 years since Ukraine has liberated the city of Kherson and the right bank of the region. Until now, that territory is controlled by Ukraine and at the same time is shelled and attacked daily with artillery and drones by the Russian army. Where would this demarcation line be in Kherson region? There is no Ukrainian wall in Ukraine to have a clear understanding of a possible demarcation line, while even Lviv, the city in western Ukraine, less than 100 kilometers from the border with Poland and with NATO, is being attacked by Russia. Not only this idea would be hard to sell to the existing NATO members who will surely question the NATO borders in Ukraine, but it would be almost impossible to implement for Ukrainians. Firstly, due to the legal limitations. This would require changes in the constitution, which cannot be made during the martial law. Secondly, 2.5 years into the full-scale invasion, almost every Ukrainian family has someone at the front lines. Many lost their loved ones. Many are waiting for their family members to come back from Russian captivity. It will be very hard for Zelensky to tell these people that some of the territories will be protected by NATO, but others won't be. And Volodymyr Zelensky knows it very well. He knows that in this case, the hardest and the most complicated, if not impossible, negotiations he can face will not be with NATO or the US. It will be with the people he represents.